Kameras laufen, geht's schon weiter oder was? Liegende Haare noch, Mensch? Ich muss auch mal wieder zum Friseur tun. So, jetzt muss ich erstmal meinen Top hier ein bisschen mit dem kalten Wasser ausspülen für den Pudding hier. Mensch, du, ich freue mich ja so, ihr wollt mich wieder sehen. Die Joanna hat so eine Umfrage gemacht mit der Story, ob ihr nochmal von mir ein Rezept, und da habt ihr geschrieben, na klar. Und jetzt bin ich da und jetzt machen wir heute einen super tollen Kuchen. Das ist halt nur von früher. Mensch, du, da haben die eine LPG, wisst ihr nicht, was das ist? Also das ist der Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft. Und da hat man immer alle Zutaten, die man so brauchen, hier auch dann daheim gehabt. Das nennen sie auch Schnapskuchen, weil so ein bisschen Schnaps kommt auch noch drauf. Aber als erstes backt man nicht. Mensch, bin auch aufgeregt, ne? Als erstes machen wir uns einen Pudding. Jetzt habe ich schon da mal die Milch rein. Und hier kommt auch das Puddingpulver dazu. Und das tun wir dann so ein bisschen verrühren. Und dann auch noch einen Zucker dazu und dann rühren wir das auch noch rein. Und inzwischen kann ich hier schon mal anmachen und die Milch aufkochen, weil wenn man da nämlich das kalte Wasser vorher reingemacht hat in den Topf, dann brennt es nämlich nicht an und dann lassen wir es kurz aufkochen. Ne? So, guck, da müsst ihr aufpassen, das kommt schon hoch hier, ne? Nur ein bisschen kurz und gleich wieder weg. Und dann tun wir dann hier unser Pudding aufkochen, nicht lange, ne? Da müssen wir gleich dann auch in eine Schüssel rein damit, weil das muss dann auch abkühlen sofort. Mensch, du, das riecht so gut und vor allen Dingen, ich nehme immer Sahnepudding, das tue ich euch mal unten verlinken, einmalig, du. Und dann sofort da eine Folie drüber, dass der denkt, der hat schöne Haut, ne? Und so lassen wir nur zimmerwarm abkühlen. Der Eier tun wir jetzt mit dem Zucker und Vanillezucker ein wenig schaumig rühren. Mensch, du, guck mal, wie schön schaumig der Teig jetzt hier schon geworden ist. Den muss man halt immer lange genug schlagen, ne? So 12 Minuten brauchst du schon. Oh, Mensch, du, ist jetzt was kaputt oder was? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, nachher darf ich nicht mehr kommen zum Backen oder was? So, dann noch die trockenen Zutaten mischen, ein bisschen Backpulver ins Mehl und das Salz. Und da tun wir das dann so schön reinsiemen. Immer schön vorsichtig unterheben das Mehl, das wisst ihr ja, weil sonst fällt es nämlich alles zusammen irgendwann. Das ist dann auch nicht, das ist mit dem Biskuit, ist immer das Gleiche. Also auf jeden Fall hier schön verteilen. Und so lange darf auch das Backpulver immer gar nicht dann im Teig liegen bleiben. Darum müssen wir uns jetzt mal schnell schicken. Ich habe mal hier hinten schon mein Backtablett vorbereitet und den Backrahmen, den habe ich mal eingestellt, schreibe ich euch alles ins Rezept und dann geht's ab. Drauf aufs Backblech. So, dann habe ich hier meine Streichhilfe und da siehst du auch, wie der bappt der Teig und dann ist er genau richtig. Und nun geht er schon ab in den Ofen. So, während der hier jetzt abkühlt, der Boden, und der riecht so gut, kann ich euch sagen, machen wir schon mal oben unser Topping, unser Ganache oder wie auch immer. Da habe ich jetzt hier die Sahne in der Top nur heiß werden lassen, nicht kochen, weil sonst hält es nämlich auch nicht. Und hier habe ich ein bisschen Kuvertüre drin und ein bisschen Kokosfett. Das kennen wir ja auch alle vom kalten Hund. Das Rezept hat die Joanna schon mal gemacht. Und die tun wir uns jetzt nochmal in der Mikrowelle auflösen. Guck, Mensch, ist das heiß. Und das schütten wir jetzt da rein in der heißen Sahne. Mensch, du sollst es doch nicht zeigen, wenn ich immer nasche, Mensch. So, da tun wir jetzt schön rühren, bis das so richtig schöne, cremige Ganache ist. Guck, ist richtig schön heiß. Darf auch kein Krümelchen mehr zu sehen sein. Und dann stellen wir es zur Seite und lassen es ein bisschen abkühlen. Buttercreme, darum habe ich da meine Butter drin, die ist so richtig schön weich und die schlagen wir so lange, bis sie weiß ist. So, Mensch, du, ist die Creme jetzt so richtig schön weiß und so muss es sein. Und der Pudding hier, der hat auch keine Haut gekriegt, ne, weil er schon gedacht hat, er hat eine, weil wir eine drauf haben. Ist ja klar, hat jetzt wieder keiner verstanden, Jacqueline, aber ist ja wurscht. Und jetzt tun wir dann den schön abgekühlten Pudding so löffelweise da reindrücken. Und da ist auch ganz wichtig, müsst ihr wissen, dass das die gleiche Temperatur hat, weil oftmals klappt das nicht mit der Buttercreme. Das liegt immer daran, dass das nicht die gleiche Temperatur hat. Also nicht zu heiß zu Pudding rühren.
Und nun habe ich hier noch einen Backrahmen, der ist jetzt nicht zum Klemmen, aber das ist nicht wichtig, weil das brauchen wir bloß so dazwischen hier, ne? Einfach so rumspannen, weil das ist ja auch ordentlich alles. Und dann guckt doch mal die Buttercreme an. So muss eine Buttercreme aussehen und dann muss man sich einfach Zeit lassen und dann wird die auch super. Und die tun wir jetzt hier drauf. Und jetzt kommt da noch die Butterkekse schön drauf, immer so ganz dicht aneinander gelegt. Und jetzt kommt nämlich auch die Erklärung dafür, warum da manchmal Schnapskuchen heißt, weil jetzt kommt nämlich der Weinbrand ins Spiel und den streichen wir uns jetzt hier oben ein bisschen drauf. Könnt ihr natürlich entscheiden, wie viel das ihr wollt. Könnt ihr weniger nehmen oder auch mehr. Aber wenn ihr mehr nehmt, könnt ihr halt nicht so viel Kuchen essen, ne? So, und das ist hier auch jetzt schon ein bisschen zimmerwarm abgekühlt und das tun wir jetzt einfach da löffelweise. Warte mal, nee, ich muss ja noch mir vorher noch was abwaschen. Ich brauche dann nämlich noch einmal eine Streichhilfe, die muss frisch sein, ne? Und ab geht's auf den Kuchen. Und nun fix in den Kühlschrank. Ein Stückchen so groß wie ein Keks. Was für tolles LPG-Schnittchen. Lasst es euch schmecken. Ciao!